Schön, dass du da bist, Safa. Wir gucken mal, ob das Mikro geht. Danke, Sigrid. Geht. Das Fraunhofer IAO ist seit 2019 in Heilbronn. Das ist vielleicht vielen überhaupt nicht bekannt. Also auch Heilbronn ist Standort für Fraunhofer. Das liegt natürlich sehr stark daran, dass auch die Schwarz-Stiftung da in die Richtung sehr viel Geld reinhängt. Ihr sitzt im Turm. Wir würden jetzt die Türen zumachen, damit wird es auch ein bisschen ruhiger hier drin. Und ihr befasst euch mit sehr, sehr vielen Themen, mit sehr vielen Themen in der Bildverarbeitung, mit Themen in der Quantenrobotik, Quantencomputing, nicht Robotik. Genau. Und du bist Head of Cognitive Service. Technologies. Echt? So stand's aber bei dir noch im LinkedIn. Cognitive Service Technologies. Ja. Und was ist für dich jetzt das heißeste Thema im Augenblick? Das heißt, Thema tatsächlich ist es in Bezug zu unserem Vortrag heute die Reproduzierbarkeit in der KI und wie intelligente Sensoren bzw. intelligente Kameras sie lösen. Also alles reden über ChatGPT und generative KI. Aber die Industrie hat ein fundamentales Problem. Wir können diese Systeme nicht vertrauen. Das heißt, wir brauchen eigentlich keine größeren Sprachmodelle, sondern wir brauchen ein bessere Augen für die KI. Und das ist eine sehr gute Einleitung eigentlich zu dem Dann Vortrag. bitteschön. Vielen Dank. Jetzt läuft die Zeit. Genau. Sehr guter Übergang zum Vortrag von heute, also from Vision to Cognition, warum Sensorik der vergessene Schlüssel zur KI ist. Stellen Sie sich vor, eine einfache Maus kann navigieren mühelos durch komplexe Umgebungen, sie weicht Hindernisse, findet Futter, erkennt Gefahren, aber ein Roboter fährt gegen die Wand. Warum ist es so? Die Antwort ist einfach. Die Maus sieht die Welt nicht nur als Pixel, sondern sie versteht räumliche Bewegungen, räumliche Beziehungen, Bewegungen, Gefahren in Echtzeit. Und genau das fehlt die meisten KI-Systeme heute. In 1997, Computer schlägt Weltmeister im Schach, was ja eigentlich beeindruckend ist. 2016, AlphaGo dominiert das komplexeste Brettspiel, was noch beeindruckender ist. 2025 und trotzdem ein Roboter kann nicht zuverlässig durch unbekannten Raum navigieren. Das Paradox, wir haben KI beigebracht, strategisch zu denken, aber nicht die Welt zu sehen. Um zu wissen auch, dass halt 20% unserer menschlichen Gehirn sind allein für das Sehen zuständig. Und heute KI vielleicht nur 5% für Perception und das müssen wir umkehren. Hier das Problem in der Industrie. Die KI bekommt beregnete, vorbereitete, vorverarbeitete Daten. Was wir wirklich brauchen aber, dass Kamera versteht direkt, das ist ein Kratzer zum Beispiel von 2 mm tief mit kritischer Position. Genau, diese vergessene Ebene ist es intelligente Sensorsysteme, die Rohdaten und Kognition miteinander verbinden. Und das können wir halt erklären in der Forschung, der Unterschied zwischen Shallow Perception, Shallow Neural Networks und Deep Learning. Beim traditionellen Ansätze, ein Ingenieur programmiert, wenn Pixel heller als 200 und Fläche größer als 50, dann ist es ein Kratzer.
Das Problem bei einem anderen Licht, bei einer anderen Oberfläche, das versagt. Das Positive daran bei Deep Learning, also KI lernt direkt aus Rohdaten. Sie sieht 100.000 von Bildern, von Kratzer bei verschiedenen Licht, auf verschiedene Oberflächen, aus verschiedenen Winkeln und sie lernt, so sieht ein Kratzer aus. Egal unter welchen Bedingungen. Und warum das funktioniert, das ist wegen dieser hierarchischen Lernen. Und so funktioniert eigentlich auch unser Gehirn. Jetzt komme ich zum kritischen Punkt und hier wird es spannend für die Industrie sein. ChatGPT heutzutage, wenn wir die gleiche Frage stellen, kriegen wir jedes Mal eine andere Antwort. Ich nehme direkt hier das Beispiel in der Industrie und nicht das andere. Genau, also wenn Sie das LLM geben ein Bild, ein Bauteil und Sie fragen, ist das Teil defekt, dann ist die erste Antwort möglicherweise, ich sehe keinen Kratzer. Dann fragen Sie nochmal, dann ist die zweite Antwort, das Teil scheint in Ordnung zu sein. Antwort 3, schwer zu sagen, weitere Analysen sind nötig. Das ist ja beeindruckend, also LLMs können ja sehr gut sein in andere Aufgaben, aber würden Sie das trotzdem in der Produktion vertrauen? Ich glaube nicht. Das Gegenteil, die Vision KI-Lösungen, Sie geben die gleiche Eingabe, Sie fragen 1000-mal die gleiche Frage, dann kriegen Sie die gleiche Antwort. Dieses Defekt wurde dann erkannt mit 97% Sicherheit, 12,3 Millisekunden Verarbeitungszeit. Das ist zuverlässig und das ist genau, was die Industrie braucht. Genau, hier kurz so ein Vergleich also zwischen generative KI und Vision KI. Die generative KI LLMs sind kreativ, ja, die können wir halt für kreative Aufgaben nutzen. Die sind aber nicht reproduzierbar und nicht deterministisch, können wahrscheinlich in Echtzeit arbeiten, aber nicht so, wie wir es wollen. Im Gegensatz die Vision KI, industrielle Vision KI in dem Fall, genauer, die sind reproduzierbar, die sind deterministisch, heißt es gleicher Input, gleicher Output und die garantieren die Echtzeit. Und das funktioniert heutzutage. Also das funktioniert in der Forschung. Das wurde von einer Kollege, wenn ich das so nennen darf, der Jan Lokan, der ist ein Chief AI Scientist bei Meta. Die arbeiten daran. Es gibt so ein paar Frameworks, die heutzutage stabil funktionieren und robust dieses End-to-End-Lernen. Und diese Systeme sind sowohl leistungsstark als auch reproduzierbar. Genau, und die drei wichtigsten Säulen in der Industrie ist es Genauigkeit, Geschwindigkeit, Reproduzierbarkeit, was Bildungsverarbeitungssysteme garantieren. Also wiederum gleicher Input, gleicher Output. So sieht ein intelligenter Kamerasystem aus. Wahrscheinlich die Kollegen hier beim IDS können es halt besser vorstellen in dem Fall. Genau, das enthält so drei Ebenen, würde ich mal sagen. Die erste Ebene, die Erfassungsebene, das heißt hochwertige Bildaufnahme. Also wir reden hier nicht nur AGB, auch thermale Kameras, hyperspektral, 3D. Also Beispiel, diese thermale Kamera am Datencenter erkennt Hotspots, bevor Service ausfällt. Die zweite Ebene, die Verarbeitungsebene und Sensor- oder Edge-KI-Verarbeitung. Also kein
Cloud-Upload mehr nötig. Also Defekte oder halt Anomalien können ja erkannt werden in 8 Millisekunden und sendet nur das Ergebnis, nicht das ganze Bild. Die dritte Ebene, die Kognitionsebene, Kontextanalyse und Entscheidungsfinden. Kamera weiß nicht nur, das ist ein Kratzer, sondern ein kritischer Kratzer am tragenden Stelle und Bauteil muss aussortiert werden. Das heißt dann Alert an die Qualitätssicherung. Also der Vorteil daran ist es dann, Latenz ist ja weniger als 10 Millisekunden, Datenschutz, also Reduktion oder ja, Rohdaten, würde ich mal sagen, verlassen nicht das System und kosten, vielleicht sind die 50 Mal günstiger als Cloud und zuverlässig auch. Warum ist das so wichtig? Also die unersetzliche Rolle der Perception, dieses Vision KI, was die in der Lage ist zu machen. Die Physik muss in der Realität verankert sein durch solche intelligente Kameras. Also sie kann nicht allein aus Text abstrahiert werden. Die räumlichen Beziehungen sind visuell. Also sie können nicht durch Punktmessungen erfasst werden. Kausalität wird durch Beobachtung entdeckt. Sie kann nicht im Voraus programmiert werden. Und warum nicht? Weil unsere Welt ist ja zu komplex, um sie zu programmieren. Diese regelbasierten Modelle können in dem Fall nicht helfen in dem Fall, weil unsere Welt ist ja zu komplex. Also mit if, else und and, or und so weiter und so fort. Die Welt ist zu komplex dafür. Also sie muss durch Beobachtungen erlernt werden. Anpassungen oder Anpassungsfähigkeit erfordert kontinuierliche Wahrnehmung. Statistisches Wissen wird schnell veraltet. Also nur durch umfassende sensorische Wahrnehmung, alle verschiedene Arten von Kameras, ob es jetzt Thermalkamera, hyperspektrale Sensoren, 3D-Kameras, können Systeme reale Weltmodelle aufbauen, also sogenannte Weltmodelle und physische Zusammenhänge verstehen. Und ohne diese Grundlagen bleibt die KI die reine Symbolverarbeitung ohne echtes Verständnis beschränkt. Eine einfache Analogie hier. Aktuelle LLMs, das ist eigentlich wie jemanden, der jedes Buch über das Schwimmen gelesen hat, aber noch nie Wasser berührt hat. Und was wir halt versuchen hier zu machen, die sogenannte neue Weltmodelle zu bauen. Und das ist so wie jemanden, der schwimmen gelernt hat, indem er tatsächlich im Wasser war, wahrscheinlich in alle Wasserarten, Meer, See, Schwimmbad, und der Widerstand gespürt und den Auftrieb durch direkte Erfahrungen verstanden hat. Warum das? Weil das Lernen aus Texte, also wie das heutzutage bei LLMs funktioniert. LLMs werden mit Billionen von Token trainiert. Das ist eine Textmenge, deren Lesen für einen Menschen etwa 500.000 Jahren dauern würde. Was ist hier eigentlich vergleichbar zu ein 4-jähriges Kind, das insgesamt nur rund 16.000 Stunden wach ist, verarbeitet durch visuelle Wahrnehmungen eine vergleichbare Datenmenge. Lernen aus LLMs, also LLMs versteht die physische Welt dennoch nicht, kann nicht vorhersagen, was passiert, wenn ich diese Flasche jetzt fallen lasse. Im Gegenteil, diese visuelle Perception versteht die Physik, die räumlichen Beziehungen, die Kausalität und kann dann die Konsequenzen vorhersagen.
Warum das? Weil durch diese intelligente Sensoren, intelligente Kameras, visuelle Perception sind unglaublich informationsdicht. Korrigiert mich, wenn ich falsch hier bin, die Kollegen aus EDS. Ein Wärmebild enthält um die 307.000 Temperaturmessungen. Ein RGB-Bild ca. 2 Millionen Pixelwerte. Ein hyperspektrales Bild ca. 100 Millionen spektrale Messungen. Und all das mit erhaltenen räumlichen Beziehungen. Ich bringe hier noch ein paar KI-basierte Anwendungen in der industriellen Praxis mit. Nur ein paar wichtige, also in dem Fall Qualitätsprüfung zum Beispiel. Vorher war das regelbasiert, um Fehler zu erkennen. Heute, wir können KI-gestützte, konsistente Fehlerklassifikation, was ja uns erlaubt, deterministisch zu sein, reproduzierbar, heißt es gleiches Bauteil, gleiche Bewertung. Prozessoptimierung, vorher ist es manuelle Überwachung von Prozessparametern. Heute wir können erklärbare KI-basierte Prozessüberwachung mit nachvollziehbaren Entscheidungen treffen. Und Sicherheitssysteme, vorher ergebnisbasierte Erkennung, heute KI-Systeme mit garantierten Reaktionszeiten und deterministisch Verhalten. Und natürlich auch in der Robotik, bei der Objekterkennung zur Automatisierung wird es dann zuverlässiger Kontext, Bewussterkennung für sichere Mensch, Roboter und Interaktion. Man kann halt dann den Gefahr früher erkennen und schneller reagieren halt darauf. So, bin gut mit der Zeit. Was ich ja hier sagen wollte, die Zukunft der industriellen KI besteht nicht nur aus intelligenteren Algorithmen, sondern auch aus intelligenteren Sensoren, intelligenteren Kameras. Das heißt, nicht wie machen wir LLMs größer, sondern wie geben wir KI bessere Augen. Es ist nicht, wie generieren wir mehr Text, sondern wie verstehen wir die physische Welt besser. Und es ist nicht, wie machen wir KI kreativer, sondern wie machen wir KI zuverlässiger. Hochwertige Kameras sind die Grundlage für zuverlässige industrielle KI der Zukunft. Und ich glaube, hier die sind ein gutes Beispiel halt dafür. Genau. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Hi. Vielleicht eine kurze Botschaft. Meine Botschaft. Wenn Sie industrielle KI implementieren wollen, die funktioniert, beginnen Sie mit dem Augen, nicht mit dem Gehirn. Also beginnen Sie mit hochwertigen, intelligenten Sensoren. Also ich muss jetzt dazu sagen, ich habe so nicht vorher irgendwie, dass sie das sagt, sondern das war jetzt freiwillig. Umso mehr. Wir sind ja hier bei der IDS. Gucken Sie sich gute Sensoren hier vor Ort an. Gutes Partner. Ja, super. Jetzt bin ich aber völlig konfessionell, weil du hast mir so einen guten Übergang gegeben. Dank dafür. Wie ist das? Wieso beschäftigt ihr euch gerade in Heilbronn jetzt mit diesen Themen? Also ihr sitzt ja jetzt wirklich quasi auf dem Campus. Warum da? Mhm. Das machen wir tatsächlich, also einerseits forschungsmäßig natürlich, wie wir halt unsere Modelle da verbessern, aber auch mit Pilotprojekte mit unseren Partnern, einer von der größten Automobilindustrie hier in der Region. Sind jetzt über 2-3 Jahre, da wo wir Industrial Computer Vision zusammen dran arbeiten.
Dann freue ich mich auf den weiteren Austausch mit dir und du Dankeschön. kannst dir jede Menge Anwendungen hier vor Ort angucken. Vielen Dank. Dankeschön.